Willst du in Deutschland fahren? Oder vielleicht fährst du schon in Deutschland? Heute lernen wir die wichtigsten Wörter zum Thema Fahren. Wenn du schon in Deutschland lebst, dann hast du vielleicht schon die Phrase rechts vor links gehört. Das hatte ich schon so oft gehört, als ich mit Deutschen Fahrrad gefahren bin und die eben gefragt habe, woher sie wissen, wann wir über die Kreuzung fahren dürfen. Verstanden habe ich die Phrase aber leider nicht. Es geht um Vorrang bzw. Vorfahrt. Ein Fußgänger oder ein Autofahrer hat zum Beispiel Vorrang, wenn er oder sie zuerst fahren oder gehen darf. Die anderen müssen warten. Man muss also erlauben, dass die andere Person zuerst über die Kreuzung fährt oder geht. Das heißt, man muss diesen Vorrang bzw. diese Vorfahrt gewähren. Man sagt Vorrang allgemein und Vorfahrt, wenn die Person eben fährt. Da habe ich das Wort Kreuzung benutzt und das Wort kannte ich schon zum Glück, weil das Wort sehr wichtig ist. Eine Kreuzung ist eine Stelle, wo sich zwei oder mehrere Straßen oder Wege überschneiden, also kreuzen. Das ist also eine Kreuzung. Eine Einmündung ist ähnlich, aber dieses Mal endet eine Straße dort, wo sie die andere Straße oder eben Straßen trifft. Bei einer Kreuzung sieht man manchmal sowas. Wenn du schon Englisch sprichst, dann wirst du vielleicht sowas wie Verkehrslicht sagen. Das ist aber eine Direktübersetzung aus dem Englischen und wird im Deutschen nicht verwendet. Im Deutschen sagen wir die Verkehrsampel oder viel häufiger in der Kurzform die Ampel. Es gibt auch unterschiedliche Ampeln, zum Beispiel Fußgängerampeln, Fahrradampeln etc. Hierbei ist es sehr wichtig, dass man nicht nach rechts abbiegen darf, wenn die Ampel rot ist. Das darf man nämlich in meiner Heimat machen. Darf man das in deiner Heimat machen? Schreibe mir deine Antwort auf diese Frage in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Aber in Deutschland ist das wirklich nicht erlaubt. Manchmal ist da vielleicht ein Schild oder eine andere Ampel für Leute, die rechts abbiegen wollen und dann vielleicht ging es. Aber grundsätzlich, wenn man nur eine rote Ampel sieht, dann muss man eben anhalten. Das heißt, wenn eine Ampel rot ist, wird man nicht einfach weiterfahren dürfen. Das heißt, man muss anhalten oder halten. In diesem Fall könnte man zumindest umgangssprachlich beide Verben verwenden. Aber rechtlich heißt halten etwas anderes als anhalten. Halten wird laut Straßenverkehrsordnung so definiert: eine gewollte Fahrtunterbrechung, die nicht durch die Verkehrslage oder eine Anordnung veranlasst ist. Das heißt, dass man nicht wegen einer Ampel, einem Stoppschild oder etwas Ähnlichem anhält, aber auch eben, dass es nicht daher kommt, dass es ein Problem mit dem Auto gibt. Auch Parken ist anders als Halten. Laut der Straßenverkehrsordnung wird geparkt, wenn man eben das Auto verlässt oder eben länger als 3 Minuten anhält. Dementsprechend ist Halten nur bis zu 3 Minuten und wenn man im Auto bleibt. Anhalten heißt allerdings einfach zum Halt zu kommen, also sich nicht weiter zu bewegen. Das heißt, das ist viel allgemeiner. Man muss anhalten, um zu halten, zu parken, aber auch eben an einer Ampel oder an einem Stoppschild. Bei diesen zwei Verben kann es auch ähnlich aussehen. Im Alltag könnte man parken oder einparken benutzen und das würde genau das Gleiche bedeuten. Bei der Fahrprüfung und eben in der Straßenverkehrsordnung wird aber Parken genau definiert. Das heißt eben, dass man
länger als 3 Minuten anhält und oder das Auto verlässt. Einparken auf der anderen Seite bezieht sich auf die Aktion, in einer Parklücke zu fahren und dann stehen zu bleiben. Das heißt, man könnte schon mal einparken, aber 1 bis 2 Minuten stehen bleiben. Dann hat man nicht geparkt, sondern nur gehalten. Es gibt ein paar Formeln, die man für die Theorieprüfung lernen muss. Unter anderem sind das Formeln für den Reaktionsweg, den Bremsweg und den Anhalteweg. Dabei ist der Reaktionsweg die Strecke, die zurückgelegt wird, bis ein Fahrer nach dem Erkennen einer Gefahr auf die Bremse tritt. Das heißt, wie weit man gefahren ist, nachdem man entscheidet zu bremsen, bis man wirklich bremst. Der Bremsweg ist dann die Strecke, die zurückgelegt wird zwischen dem Anfang des Bremsens und des Anhaltens. Das heißt, wie weit man gefahren ist, während man gebremst hat. Der Anhalteweg beschreibt eine Strecke, die aus dem Reaktions- und Bremsweg besteht. Das ist also, wie weit man gefahren ist zwischen okay, ich möchte bremsen und jetzt habe ich angehalten. Wenn wir über ähnlich klingende Wörter sprechen, dann müssen wir über Fahrbahn, Fahrstreifen und Fahrbahnhälfte sprechen. Die Fahrbahn ist die ganze Fläche, worauf man fahren darf. Diese Fläche besteht aus Fahrstreifen. Das sind sozusagen die einzelnen Streifen, die auf beiden Seiten markiert werden. Wenn man sich nicht unbedingt auf einen bestimmten Fahrstreifen beziehen möchte, sondern einfach auf die Hälfte der Fahrbahn, dann kann man Fahrbahnhälfte sagen. Daneben sind die Seitenstreifen, auf denen man nicht fahren sollte. Bei der Theorieprüfung wird vorausgesetzt bzw. einfach angenommen, dass später mit einem Schaltwagen gefahren wird. Das heißt eben keine Automatik. Dabei hat man ja 3 Sachen, worauf man treten kann. Zum einen gibt es die Bremse, die dazu führt, dass man anhält bzw. einfach langsamer wird. Dann gibt es das Gas, was eben dir dabei helfen kann, loszufahren oder einfach schneller zu werden. Und dann gibt es die Kupplung, die dir hilft, eben in unterschiedliche Gänge wechseln zu können. Wenn man fährt, dann muss man viele Lichter, Leuchten, Blinker und Strahler kennenlernen. Das Abblendlicht, was vorne und hinten ist, hilft dir dabei, bei Dunkelheit die Fahrbahn besser zu sehen. Das Fernlicht, was nur vorne ist, hilft dir weiter und besser bei Dunkelheit zu sehen. Allerdings benutzt man das nicht, wenn ein Auto direkt vor dir fährt oder sonst wie davon geblendet wird. Dann muss man abblenden, also wieder das Abblendlicht benutzen. Das Standlicht ist auch vorne und hinten, aber wird nur benutzt, wenn man steht, also nicht fährt. So wird dein Fahrzeug bei Dunkelheit gekennzeichnet. Der Blinker wird benutzt, um zu kennzeichnen, dass man abbiegen möchte oder den Fahrstreifen wechseln will. Der Warnblinker blinkt auch, aber nur, wenn es eine Gefahr gibt. Rück- und Seitenstrahler sind Reflektoren, die einfallendes Licht zurückwerfen und so für mehr Sicherheit bei Dunkelheit sorgen. Die Lichter und Blinker muss man normalerweise selbst einschalten. Ein Strahler muss natürlich nicht angeschaltet werden. Es gibt bestimmte Straßen, auf denen nur Autos fahren dürfen. Da darf man nicht als Fußgänger oder Fahrradfahrer sein, da der Verkehr viel zu schnell ist.
die meisten Leute kennen Autobahnen, aber es gibt auch Kraftfahrstraßen. Es gibt nicht nur eine Autobahn, das Wort beschreibt einfach die Art von Straße, die nur für Autos geeignet ist und wo es keine Kreuzungen gibt. Man kann die Autobahn nur durch Ausfahrten verlassen. Es ist auch nicht so, dass die Autobahn einfach gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Es gibt schon häufiger Schilder, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen. Es ist sehr wichtig, dass das nicht ignoriert wird. Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen gibt es manchmal keine Begrenzung. In diesen Situationen gibt es trotzdem eine sogenannte Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Diese Geschwindigkeit wird allgemein empfohlen, vorausgesetzt, dass die Umstände wie Wetter, Sicht und Verkehrsverhältnisse das erlauben. Wenn ich sage, dass man nur mit Auto auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen fahren darf, meine ich eigentlich alle Kraftfahrzeuge. Dieses Wort wird oft als Kfz abgekürzt. Dazu zählen Autos, also Kraftwagen, Motorräder, also Krafträder und Zugmaschinen. Kraftrad ist ein Wort, das im Alltag sehr, sehr selten benutzt wird. Es bezieht sich aber auf Motorräder. Ein Kraftwagen ist eine bestimmte Art von Kraftfahrzeugen, die mehr als 3 Räder haben. Wenn sie dafür gedacht sind, dass sie bis zu 9 Personen und kleine Sachen transportieren können, dann werden sie Personenkraftwagen oder kurz Pkw genannt. Wenn sie allerdings hauptsächlich Objekte, also Güter transportieren, dann nennen wir sie Lastkraftwagen oder kurz Lkw. Auch Busse sind Kraftfahrzeuge, die aber weder zu PKWs noch zu LKWs zählen. Wenn es um bestimmte Regeln wie Richtgeschwindigkeiten geht, dann ist es wichtig zu wissen, ob man innerorts oder außerorts ist. Auch wenn du diese Wörter noch nie gehört hast, kannst du vielleicht schon erraten, was sie bedeuten. Innerorts heißt innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Ortschaft ist ein formelles und rechtliches Wort für sowas wie Stadt oder Dorf. Hierbei ist es besonders wichtig, auf die gelben Schilder zu achten, da, je nachdem, ob man gerade dieses Schild oder dieses Schild gesehen hat, eben andere Regeln zutreffen. Nach diesem Schild bist du innerorts und nach diesem Schild bist du außerorts. Einschalten, anschalten und anschnallen. Diese Verben mögen vielleicht ähnlich klingen, sie beschreiben aber sehr unterschiedliche Sachen. Wenn es dunkel ist oder die Situation das fordert, dann muss man zum Beispiel sein Abblendlicht einschalten bzw. anschalten. Anschnallen heißt, dass man seinen Sicherheitsgurt trägt. Wenn man also im Auto ist, ist es wichtig, dass man immer angeschnallt ist. Hier sind 3 weitere Verben. Ausscheren bedeutet, wenn man in einen anderen Fahrstreifen drüber fährt. Das muss man manchmal machen, wenn man beispielsweise bei der nächsten Ampel nach links abbiegen möchte, aber man sich zurzeit im rechten Fahrstreifen befindet. Überholen ist, wenn man beispielsweise auf der Autobahn an einem langsameren Auto vorbeifährt, um dann vor diesem Auto zu fahren. In Deutschland ist es grundsätzlich nur erlaubt, links zu überholen. Oft muss man erstmal ausscheren, um zu überholen. Danach ordnet man sich wieder ein. Das heißt, man fährt danach wieder auf dem rechten Fahrstreifen. Bestimmt kennst du das Wort Zug als Begriff für Bahn. Aber wenn es um die Straßenverkehrsordnung und die Fahrprüfung geht, wird man das Wort auch in einem anderen Kontext sehen.
Dieses Wort wird benutzt, um ein Kraftfahrzeug zusammen mit seinen Anhängern zu beschreiben. Diese Bedeutung wird aber gefühlt nie im Alltag verwendet. Habt ihr weitere Fragen zum Thema Fahren in Deutschland? Schreibe sie mir unbedingt in die Kommentare. Vielleicht kann ich sogar ein weiteres Video zu diesem Thema machen. Also, bis dann. Tschüss!